Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Kapitel hier auf meinem Bücherkanal. Mein Name ist Pia und heute habe ich die 3 Highlights und mein Flop aus der zweiten Jahreshälfte für euch. Herzlich willkommen zum ersten richtigen Video im neuen Jahr in 2022. Ich wünsche euch ein wunderschönes neues Jahr. Ich glaube, das kann man jetzt noch wünschen, oder? Ich hoffe, ihr habt schön gefeiert, schön und sicher, seid gut reingerutscht. Heute möchte ich euch noch einmal meine 3 Highlights aus der zweiten Jahreshälfte vorstellen. Ich habe das Ganze ja schon in der ersten Jahreshälfte gemacht. Das Video verlinke ich euch hier oben. Da könnt ihr nachschauen, welche 3 Bücher zwischen Januar und Juni meine Highlights waren und mein Flop. Und jetzt kommen die 3 besten Bücher, die ich zwischen Juli und Dezember 2021 gelesen habe. Diesmal ist es mir wirklich sehr, sehr leicht gefallen, meine 3 Highlights zu bestimmen. Und ich freue mich sehr, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst und wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, welches eure Highlights aus der zweiten Jahreshälfte waren. Highlight Nummer 1 ist für mich Besuch aus ferner Zeit von Catherine Webb aus dem Diana Verlag und ich habe dieses Buch eigentlich erst vor kurzem in einem Geschenketipp-Video vorgestellt. Daher tut es mir sehr leid, wenn ich mich wiederhole, aber ich fand es einfach großartig. Wir begleiten hier Liv und Liv macht gerade eine ziemlich schwere Zeit durch. Sie hat vor kurzem erst ihr Baby verloren und dann ist auch noch plötzlich ihr Vater spurlos verschwunden. Wie man sich vorstellen kann, geht es Liv halt richtig mies und sie glaubt nicht, wie viele andere, dass ihr Vater sich selbst das Leben genommen hat, sondern sie glaubt, dass da irgendwas anderes in Gange ist. Und um das herauszufinden, was mit ihrem Vater passiert ist, zieht sie in seine Wohnung, die halt gleichzeitig auch sein Laden war. Und kaum ist sie aber dort angekommen, hat sie plötzlich jede Nacht Albträume. Sie hört flüsternde Stimmen und vor allem hört sie ein schreiendes Baby jede Nacht. Frage ist natürlich, was hat es damit auf sich? Verarbeitet sie so einfach das Trauma, den Verlust ihres Babys und den Verlust ihres Vaters? Oder steckt halt doch was anderes dahinter? Wir haben hier noch eine zweite Handlungsebene, die im Jahr 1831 beginnt. Und hier lernen wir als Leser Bethia kennen. Bethia arbeitet in einem Armenhaus und sie hat lange dafür gekämpft, dass eine bestimmte obdachlose Frau endlich in diesem Armenhaus einen Platz bekommt. Und keiner weiß halt wirklich, wer diese Frau ist. Sie wird von allen immer Luisa genannt. Sie ist total verwahrlost und sie spricht auch nicht. Bethia nimmt sich dieser Frau an. Sie hat sich irgendwie zum Ziel gesetzt, dieser Frau zu helfen. Aber kurz darauf fragt sie sich schon, ob das alles nicht doch ein Fehler war. Schauplatz dieses Buches und beider Handlungen ist Bristol. Und das fand ich hier halt so super interessant, weil wir hier einmal Bristol im 19. Jahrhundert haben und Bristol zu unserer heutigen Zeit. Und ich fand es total spannend zu lesen, wie sich die Schauplätze im Laufe der Zeit verändert haben, weil manche Szenen spielen halt an gleichen Schauplätzen. Und das fand ich super interessant zu lesen. Außerdem fand ich es sehr schön, wie die Autorin die Stadt beschreibt. Ich war vorher noch nie in Bristol und ich habe auch ehrlich gesagt noch nie groß über Bristol nachgedacht. Aber nachdem ich dieses Buch gelesen habe, habe ich halt echt gedacht, okay, da musst du mal hin. Das musst du dir alles auch mal in echt angucken. Aber es gibt insgesamt einfach bei diesem Buch so vieles, was diese Geschichte für mich einfach zu einem richtigen Highlight gemacht hat. Und was mir hier am ersten aufgefallen ist, dass halt sowohl die Geschichte in der Vergangenheit als auch die in der Gegenwart ich beide einfach total spannend fand. Es liest sich halt anfangs wie 2 komplett unterschiedliche Geschichten, die eigentlich gar nicht viel miteinander zu tun haben, die halt beide zufällig in Bristol spielen. Und das wirft natürlich die Frage auf, was haben diese beiden Handlungsstränge miteinander zu tun? Warum geht es einerseits um Bethia und warum geht es einerseits um Liv? Wo ist die Verbindung? Die Auflösung war mir halt echt lange nicht klar. Deswegen musste ich immer weiterlesen. Ich musste wissen, was jetzt Sache ist, wie es weitergeht und um das Rätsel zu lösen. Und der zweite Punkt, der dieses Buch für mich zu einem richtigen Highlight gemacht hat, ist einfach die Emotionen. Also dieses Buch transportiert so viele Emotionen. Ich habe richtig mitgelitten.
Also wirklich, Besuch aus ferner Zeit ist so gefühlvoll geschrieben und so, dass man wirklich eine ganze Bandbreite an Emotionen einfach hat. Ich habe mitgelitten, ich habe mitgeweint, aber ich habe mich auch mit den Charakteren mitgefreut. Es ist einfach alles da. Trotzdem hat doch die Erschütterung eher bei mir die Überhand genommen. Trotzdem ein sehr mitreißendes und wirklich wundervolles Buch. Highlight Nummer 2 ist für mich ganz klar das 9. Haus von Libardugo aus dem Knauer Verlag. Das ist ein Fantasy-Titel, der sehr düster und atmosphärisch ist. Ich gebe zu, der Einstieg ist hier so ein bisschen zäh und ich hatte auch erstmal Schwierigkeiten, da irgendwie in die Handlung reinzukommen, weil man einfach wirklich als Leser absolut ins kalte Wasser geschmissen wird hier. Es gibt kaum Erklärungen. Es wird eine Handlung, ein Ritual beschrieben und man weiß überhaupt nicht, was ist hier los? Und es bilden sich am Anfang einfach so viele Fragezeichen. Und ich finde es so schade irgendwie, weil ich glaube, dass das halt super viele Leser abschreckt. Also mich hat es erst so ein bisschen stutzig gemacht, aber ich habe mir dann gedacht, ich habe so viel Gutes darüber gehört, da muss noch was kommen. Und so war es dann auch. Das heißt, am Anfang von diesem Buch häufen sich so ein bisschen die Fragezeichen, aber dafür geht es auch richtig, richtig ab. Und ich rate euch, es lohnt sich definitiv, hier dran zu bleiben. Denn was das Buch hier für mich zu einem Highlight gemacht hat, ist, dass man hier eine super spannende Fantasy-Geschichte mit einer Badass-Protagonistin bekommt. Außerdem spielt die Handlung an der Yale-Universität, was das Ganze für mich auch noch interessanter gemacht hat. Auf dem Campus in Yale gibt es seit vielen, vielen Jahren 8 Studentenverbindungen. Was aber niemand weiß, ist, dass die Mitglieder dieser Studentenverbindungen alle Magie beherrschen. Und es gibt auch noch eine 9. Verbindung, das sogenannte 9. Haus. Und dieses 9. Haus fungiert als Wachhund, kann man sagen. Die Mitglieder des 9. Hauses passen auf, dass die Mitglieder der anderen 8 Studentenverbindungen keinen Blödsinn anstellen, sich an die Regeln halten und vor allem, dass die Magie geheim bleibt. Unsere Protagonistin Alex arbeitet für das 9. Haus, denn sie hat eine ganz besondere Fähigkeit. Sie kann Geister sehen und das schon seit sie ein kleines Kind ist. Und es stellt sich halt heraus, dass diese Fähigkeit, Geister zu sehen, für diejenigen, die für das 9. Haus arbeiten, von sehr, sehr großer Wichtigkeit ist. Und die anderen Mitglieder dieses 9. Hauses, die müssen ein sehr gefährliches Ritual über sich ergehen lassen, damit sie halt diese Geister sehen können. Alex braucht das nicht. Sie sieht die einfach so. Deswegen ist sie halt Gold wert für das 9. Haus und wurde vom 9. Haus rekrutiert. Alex hat aber auch eine sehr düstere und außergewöhnliche Vergangenheit. Und sie freut sich halt, dass sie jetzt einfach ein Zuhause gefunden hat in Yale. Sie studiert tatsächlich jetzt auch in Yale. Also sie hat mit dem Arbeitsplatz im 9. Haus auch den Studienplatz dazu bekommen, weil als Mitglied einer Studentenverbindung muss man natürlich auch Student sein. Das heißt, sie hat eigentlich eine zweite Chance bekommen. Worum es dann jetzt hier geht, ist, dass auf dem Campus eine Leiche gefunden wird, die Leiche eines Mädchens. Und Alex hat von Anfang an ein komisches Gefühl. Sie hat das Gefühl, dass irgendwas hier nicht stimmt. Und sie glaubt, dass Magie mit im Spiel ist und dass irgendwie diese anderen Studentenverbindungen da mit zu tun haben. Sie stellt daraufhin dann eigene Nachforschungen an und macht sehr, sehr viele erschreckende Entdeckungen. Und dabei begleitet man dann Alex in diesem Buch. Und wie ich schon gesagt habe, Alex ist einfach eine Badass-Protagonistin, rührt halt auch daher, dass aufgrund ihrer Vergangenheit, dass sie vieles durchgemacht hat. Sie lässt sich halt nicht sagen, sie macht ihr eigenes Ding und das kommt ja schon mal häufiger in Büchern vor, dass die Protagonisten so drauf sind, aber im Gegensatz zu vielen anderen, muss ich sagen, kaufe ich das Alex auch wirklich ab. Sie ist zynisch, knallhart und nicht auf den Mund gefallen. Ich mochte Alex einfach sehr und was ich hier auch mochte, ist, dass nochmal eine gewisse zweite Handlung mit eingewebt ist. Es werden immer mal wieder kleine Rückblenden eingefügt und das war halt etwas, das ich auch total gerne mochte und wo ich unbedingt mehr darüber erfahren wollte und weiterlesen wollte. Und ich glaube nämlich, dass es genau darum dann im zweiten Teil geht. So lässt das Ende zumindest vermuten. Ist kein Einteiler, wie ich lange Zeit gedacht habe, sondern tatsächlich der Auftakt einer Reihe. Und ich freue mich, wie ein Schnitzel, wenn dann endlich der zweite Teil davon rauskommt und ich weiterlesen kann. Highlight Nummer 3. Und es ist noch nicht so lange her, dass ich es gelesen habe. If We Were Villains von M.L. Rio.
Ganz große Liebe, dieses Buch. Auf Deutsch heißt das Buch Das geheime Spiel, ist so aber tatsächlich nur noch als E-Book erhältlich. Ich habe die englische Taschenbuchausgabe. Man muss sagen, dass ich es auf Englisch eigentlich auch ganz gut verständlich fand. Und wer sich so ein bisschen mit dem Genre Dark Academia beschäftigt, der kommt an diesem Buch eigentlich nicht vorbei. Es wird häufig in einem Atemzug mit Donna Tartts Die geheime Geschichte genannt. Und ich muss sagen, dass mich das Buch auch sehr daran erinnert hat. Die geheime Geschichte habe ich ich glaube, es war tatsächlich auch eins meiner Highlights von 2020, meine ich. Und ja, das heißt, es ist schon eine gewisse Affinität zum Genre Dark Academia bei mir da. Und deswegen habe ich auch schon gedacht, dass If We Were Villains mir auf jeden Fall gefallen wird. Und so war es auch. Wir verfolgen hier eine Gruppe Theater- bzw. Schauspielstudenten, die an einer Elite-Uni studieren. Und das Ganze ist ihr letztes Jahr, ihr Abschlussjahr. Und wie gesagt, sie studieren Schauspiel und was diese Uni, an der sie studieren, halt besonders macht, ist, dass die Schauspielstudenten auch wirklich nur Stücke von Shakespeare studieren und einüben. Das merkt man ziemlich schnell, dass die Studierenden einfach sehr in dieser Welt von Shakespeare, hineingezogen werden. Also das merkt man wirklich von Anfang an. Shakespeare spielt eine sehr große Rolle. Es werden teilweise unterhalten sich die Schüler auch in Dialogen aus Shakespeare-Stücken. Das muss man irgendwo ein bisschen mögen, aber ich muss sagen, dass für mich das irgendwie nochmal besonderer gemacht hat. Wie gesagt, diese Gruppe von Studierenden sind eigentlich Freunde, aber relativ schnell merkt man dann, dass doch auch eine sehr große Rivalität zwischen ihnen besteht. Die Konkurrenz ist halt einfach sehr groß. Jeder möchte natürlich die beste Rolle in den Stücken haben. Und was halt hier halt ganz interessant gemacht ist, dass bei den Theaterstücken die anderen Schauspieler nicht wissen, wer welche Rolle spielt. Es wird wohl immer, jeder bekommt irgendwie einen Zettel, wo dann draufsteht, welche Rolle derjenige selbst spielt, aber man weiß nicht, was die anderen machen und es wird auch nicht gemeinsam geprobt. Das heißt, jeder beschäftigt sich auch ganz viel natürlich nur mit sich selber, nur mit seiner eigenen Rolle und ja, dadurch halt der große Konkurrenzkampf. Und was dann passiert, es sind eigentlich 7 Freunde, 7 Studenten, aber einer stirbt. Was genau passiert ist, weiß man anfangs natürlich nicht, aber der Erzähler Oliver, der Teil dieser Gruppe war, erzählt das Ganze. Was man aber weiß, ist, dass er im Gefängnis gesessen hat für 10 Jahre anscheinend aufgrund dieses Todes des Mitschülers. Die Handlung geht so los, dass Oliver nach 10 Jahren freigelassen wird. Er wird entlassen und er trifft sich mit dem damals leitenden Ermittler. Und der Ermittler sagt, ich möchte wissen, was damals wirklich passiert ist. Und für den Ermittler sind einfach noch so viele Fragen offen und er glaubt einfach nicht, dass es so war, wie es damals herausgefunden wurde. Und er sagt jetzt zu Oliver, so komm, du hast deine Strafe abgesessen, erzähl mir, was wirklich passiert ist. Und das macht Oliver. Das heißt, wir haben hier 2 Handlungsstränge. Einmal, so ein bisschen das zwischen Oliver und dem damaligen Ermittler, aber halt hauptsächlich natürlich das, was damals in der Vergangenheit an der Uni passiert ist. Gefühlt schweift Oliver dabei zunächst sehr aus, aber man merkt dann auch, das muss halt eigentlich auch so. Also er muss halt so ein bisschen ausholen, weil man als Leser einfach verstehen muss, wie so diese Rivalität nach und nach zustande kommt. Und ich kann verstehen, dass manche da sagen, okay, die Handlung zieht sich. Für mich war das allerdings überhaupt nicht so. Was hier auch häufig genannt wird, ist, dass man als Leser eine gewisse Affinität zu Shakespeare haben muss. Jein, sage ich mal so. Also ich finde, man kann das Buch auch lesen, wenn man nicht Shakespeare liebt. Also ich bin auch kein großer Shakespeare-Liebhaber. Ich habe Stück von Shakespeare gelesen, auch in meinem Studium. Und natürlich sind hier halt auch Dialoge und es wird natürlich auch die Stücke, wenn die Studenten diese Stücke spielen, auch das wird wiedergegeben, die Dialoge. Aber für mich war das gar nicht so, dass das irgendwie groß Überhand genommen hat. Was so das Thema Spannung angeht, dass man halt vielleicht das Gefühl hat, so die Handlung zieht sich, kann ich irgendwo nachvollziehen. Allerdings denke ich hier auch, dass, also für mich persönlich lebt diese Geschichte nicht davon nach der Frage, wer hat jetzt diesen Mitschüler ermordet, sondern von der Atmosphäre.
Und es sind hier Szenen drin, ich habe es eben schon erzählt, dass die Studenten vor einem neuen Stück nicht wissen, wer welche Rolle spielt. Und diese Szenen dann, wenn sie dieses Stück dann tatsächlich aufführen, werden auch beschrieben. Und da man das Ganze natürlich durch Olivers Sicht erfährt, ist das einfach man selber, also mir ging es so beim Lesen, dass ich das Gefühl hatte, ich sehe das gerade alles durch Olivers Augen und erlebe das mit. Und es war halt eine Szene, wo sie Hamlet aufführen und das mitten in der Nacht an einem See, also draußen. Und das war so toll gemacht und so toll beschrieben. Irgendwo ist es unheimlich, weil man denkt die ganze Zeit, okay, da muss jetzt was Schlimmes passieren. Und andererseits habe ich auch die ganze Zeit gedacht, boah, wie geil wäre das? Ich würde da so gerne mit dem Publikum sitzen. Also diese Szene fand ich einfach absolut genial. Ich finde es sehr, sehr schade, dass das Buch auf Deutsch nicht mehr verlegt wird, aber wer die geheime Geschichte mochte, der wird definitiv auch If We Were Villains lieben. Kommen wir zu meinem Flop. Und ich finde es ja immer schade, dass man auch wirklich einen Flop hat. Aber ich glaube, das ist einfach normal, wenn man viel liest. Es sind natürlich viele tolle Bücher dabei, aber es ist auch eigentlich immer was dabei, das einem leider so gar nicht gefallen hat. Und für mich war es dieses Mal Catherine House von Elizabeth Thomas. Habe ich nicht vor allzu langer Zeit gelesen. Wenn ihr meine Videos verfolgt, dann wisst ihr das. Und auch das ist ein Buch aus dem Genre Dark Academia und ich habe mich sehr darauf gefreut. Habe dann aber letztendlich kurz nach der Hälfte dieses Buch abgebrochen. Ich war Feuer und Flamme und habe sehr viel Positives über dieses Buch gelesen und war deswegen halt auch voll motiviert und habe gedacht, boah, das wird mir richtig gut gefallen. Man verfolgt hier Ines dabei, die neu an Catherine House studiert. Sie hat gerade dort angefangen. Catherine House ist absolute Elite-Uni, geheimnisumwoben, sagen wir mal so. Es gibt sehr, sehr wenige Details über diese Uni, die an die Öffentlichkeit gelangen. Aber man weiß, dass Absolventen eigentlich alle Türen offen stehen. Das heißt, man bekommt eine sehr, sehr gute Bildung dort. Aber man zahlt auch einen großen Preis dafür. Erstmal ist das Aufnahmeverfahren sehr, sehr schwierig, sehr, sehr langwierig und man darf, während man dort studiert, keinen Kontakt zu seinem vorherigen Leben pflegen. Nicht zu seiner Familie, nicht zu seinen Freunden, gar nicht. Was man aber weiß, ist, dass an Catherine House an einem neuen Forschungsfeld geforscht wird. Und was das ist, war mir lange Zeit nicht ganz klar, muss ich sagen. Was genau das jetzt bedeutet und macht. Aber es war so halt, dass ich gedacht habe, okay, da ist auf jeden Fall Potenzial, dass das zu einer super spannenden Geschichte wird. Aus den Rezensionen, die ich gelesen habe, war für mich eigentlich auch klar, dass dieses Forschungsfeld eine zentrale Rolle spielt und es wird auch direkt zu Beginn, also ziemlich schnell aufgegriffen, wird so ein bisschen erklärt und Ines macht da so ein bisschen ihre eigenen Erfahrungen mit, auch wenn sie nicht wirklich, also das studiert, aber dieses Forschungsfeld, nenne ich mal, ist so ein bisschen allgegenwärtig an der Uni, aber wirklich damit beschäftigen darf sich nur ein kleiner Teil auserwählter Studenten und Ines gehört nicht dazu. Dieses Thema, wie gesagt, wird relativ schnell aufgegriffen, wird dann aber irgendwo auch wieder fallen gelassen und es geht dann auch eher um Ines und Ines, die eigentlich keinen Bock hat zu studieren und ein traumatisches Erlebnis in der Vergangenheit hatte, aber und mir wurde es dann halt einfach zu wischiwaschi, ehrlich gesagt. Ich habe mir einfach gewünscht, dass dieser Punkt noch viel weiter ausgearbeitet wird und da viel mehr drauf eingegangen wird. Stattdessen, nicht wirklich. Es wird viel um den heißen Brei drum geredet und knapp nach der Hälfte war ich dann so weit, dass ich gedacht habe, nee, keine Lust mehr. Also das, mache ich nicht mehr. Der Inhalt hat mich nicht weiter interessiert. Ich fand die Protagonistin ziemlich dumm und deswegen ganz klares Nein von mir zu Catherine House. So viel zu meinem Flop und zu meinen 3 Halbjahres-Highlights. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich freue mich, von euch zu hören. Und natürlich werden wir uns nächste Woche zum neuen Video wiedersehen. Ich sage bis dann. Tschüss!